Hi guys, welcome to the USA. Nein, hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Niki. Heute aus Sedona. Wir erkunden die nächsten Tage verschiedene Vortexe und Energiezentren hier in Sedona. Und wie ihr seht, sind schon diese Canyons hinter uns. Und wir sind gespannt. Wir spüren sie schon, die ganze Energie. Ja, welchen Ort werden wir denn heute hier besuchen? Den Airport Mesa Vortex. Ja, wir sind vor einigen Tagen hier in Sedona angekommen und haben schon gemerkt, wie stark die Energie hier ist. Die Energie wird ja in Bovis-Einheiten gemessen, meine ich. Und dieser Ort hier wird angegeben mit ungefähr 20.000 Bovis-Einheiten. Neutral sind ungefähr 6.500 Bovis-Einheiten. Also ist schon sehr stark hier die Energie, verhältnismäßig würde ich sagen. Ungefähr 3-mal mehr. Mhm. Und ja, wir haben es gleich in der ersten Nacht gemerkt. Wir hatten schon sehr spannende Träume. Ich habe irgendwie geträumt in der Nacht, dass jeder Mensch unendlich viel Energie hat. Ich auch. Wir sind sie uns nur nicht bewusst und müssen sie uns bewusst machen. Das fand ich so sehr spannend für die erste Nacht in Sedona mit so einem hohen Energieort. Ne? Du hattest ja auch sehr spannende Träume und ja, man ist hier deutlich energiereicher und energiegeladener und hat hier richtig Power. Ja, und dieser Ort hier, wenn man hier hinkommt, merkt man schon so einen gewissen Grad an innerer Stille. Und da merkt man schon, dass hier schon Energie herrscht. Und dieser Vortex hier, den wollen wir erstmal erkunden und wollen da jetzt hochlaufen auf dem Vortexpunkt. Ja, stimmt. Diese Stadt, egal ob da viele Autos im Hintergrund sind und Menschen, und das ist eine Touristenstadt, hier sind viele, diese Stadt hat eine, wie wir festgestellt haben, innere Stille. Das ist irgendwie richtig schön. Ja, das finde ich auch sehr auffällig hier, ne? Und Sedona ist also wie ein riesiger Themenpark, nur ohne Zaun drumherum. Und da kann jeder frei irgendwo hingehen. Und es gibt hier ganz viele Angebote. Hauptsächlich spirituelle, würde ich sagen. Mhm. Und das ist eben das Schöne daran, das ist so ein richtiger spiritueller Hotspot in Amerika. Und den wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen und schauen uns hier ein paar Punkte an. Und heute ist eben ja Airport Mesa dran und der dazu gehörige Vortex. Der Vortex des Airport Mesa steht für die männliche Energie. Also Männer macht's männlicher und wer es bewusst macht eben, wer da mit dieser Energie bewusst umgehen kann und gleicht bei Frauen die männliche Energie aus. Hier in der heutigen Welt ist die Energie ja sehr verdreht, die männliche und weibliche Energie. Und klar, es geht darum, die wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und dieser Punkt, der Airport Mesa Vortex, der für die männliche Energie steht, ja, werden wir mal austesten. Ich spüre es sehr deutlich im Solarplexus. Also, lasst uns mal schauen, was wir so da oben entdecken. Ja, ein guter Plan. Da krabbeln wir jetzt hoch. Und da sieht man oben schon so ein paar Leute, die da stehen und auch versuchen, die Vortex-Energie in sich aufzunehmen. Und hier haben wir halt ein kleines Schildchen. Das zeigt uns also schon Sedona und die Umgebung mit verschiedenen Rocks. Also großen Felsen. Diese Felsen kann man hier auch in der Ferne sehen. Guck mal, da steht Mystik. Wieso steht da Mystik? Ich will zu Mystik. Wo sind wir denn? Na da. Ah, da oben sind wir, okay. Und da steht Mystik. Wie kommen wir da hin? Healing in progress. Please stay on trail.
Aha, healing in progress. Okay. Also hier wird auch erklärt, was ein Vortex ist. Vortexes sind also Energieorte, die gut sind für die Meditation bzw. die Meditation verstärken, auch die Heilung, Selbstheilungskräfte des Körpers und sogar Kreativität fördern. Und in Sedona und Umgebung gibt es mehrere Vortexes. Es gibt 4 Hauptvortexe und noch mehrere kleinere Nebenvortexe. Die 4 Hauptvortexe sind einmal eben dieser Airport Mesa Vortex für männliche Energie, der Cathedral Vortex für die weibliche Energie und Heilung, dann der Boynton Canyon Vortex für das innere spirituelle Gleichgewicht und dann noch den Bell Rock für Klarheit und Problemlösung aus höherer spiritueller Perspektive. Also ganz hinten rechts sieht man den Bell Rock. Ja, Der sieht aus wie eine Glocke. und etwas weiter links, ich glaube der glaube ich links daneben, das ist der Cathedral Rock. Ja, richtig. Der links daneben ist der Cathedral Rock. Ach cool. Ist der voll umgeben, ist das gut. Also die Energien spürt man schon sehr deutlich, finde ich. Aber wenn man sich hier so die Felsen alle anguckt, dann sehen einige von euch, die vielleicht noch eine einigermaßen tüchtige Zirbeldrüse haben, was diese Rocks ursprünglich gewesen sind. Wir haben ja bereits ein Video darüber gemacht, über die Gigantenbäume. Das Video haben wir auch gedreht, als wir einmal durch die USA gefahren sind, oder? Ja. Zum Abschluss nochmal den Friedhof der Kuscheltiere. Also das ist schon eine ziemliche Höhe, auf der wir uns hier befinden. Also hier auf dem Vortex-Punkt, das ist so eine Art runder Felsen, befindet sich eine Art Ausgleichsvorrichtung, die man benutzen kann. Und da kann man sich dann für 15 Minuten drauflegen, was natürlich die Niki gleich ausprobiert hat. Wenn es keiner macht, mache ich.
So, das hier ist also eine Art Gerüst, auf das man sich legen kann und ja, die energetische Umgebung in sich aufnehmen kann. Bin ich jetzt waagerecht? Ja. Und wie fühlen Sie sich so? Das durchströmt mich tatsächlich. Das öffnet, ja wie gesagt, mein Gefühl ist, dass es sehr stark auf den Solarplexus geht, was ja auch typisch wäre für die männliche Energie und den inneren Geist. Also ja, macht Sinn. Fühlt sich befreiend an. Na, sehr schön. Aber das tut's ja auch ohne das Ding, aber man hat das Gefühl, es gleicht tatsächlich aus und öffnet mehr. Weck mich in einer Stunde, okay, ist schön. Okay. Also hier sieht man den runden Felsen und da setzen sich die Leute drauf und meditieren. Ja, jetzt haben wir den Airport Mesa Vortex erkundet und erklommen. Und ja, es ist schon deutlich spürbar, die Energie, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Art der Energie an. Ja, du sagst, man hört den Bewusstseinsstrom sehr deutlich. Danach habe ich drauf geachtet. Ist schon richtig, man hört ihn trotz Quatschen der Menschen sehr deutlich. Ja, richtig. Also ich messe das immer daran, wie laut höre ich an diesem Energieort oder Kraftort meinen Bewusstseinsstrom. Der Bewusstseinsstrom, wie einige von euch sicherlich schon wissen, ist eben dieses helle Fiepen, das man halt so in der Stille hören kann. Und wenn dieser Bewusstseinsstrom eben verstärkt wird durch eine Energie von außen oder von innen, geht's ja auch, dann kann man daran ungefähr bemessen, wie stark der Kraftort gerade ist. Wir sind jedenfalls jetzt mit dieser Energie hier, die den Geist stärkt, aufgeladen und werden morgen wahrscheinlich den nächsten Vortex erkunden für euch. Und ja, in jedem Fall energiesensible Menschen und wahrscheinlich auch weniger energiesensible Menschen können die Energie an diesem Vortex und wahrscheinlich generell in Sedona schon sehr stark spüren, würde ich sagen. Ja, Niki, wie hat sich denn jetzt deine männliche Energie an diesem Energievortex hier so, ausgeglichen oder was denkst du? Ja, also ich habe tatsächlich eine Art Wirbel gespürt, der reinging und wieder raus aus meinem Solarplexus. Alles nach außen sich dehnte in mir und aus mir heraus. Und ja, es wirkte wie eine Harmonisierung männlicher Energien, die ja, wie gesagt, sehr verdreht sind. Ja, du hast ja da auf diesem Schwebebrett gelegen. Jetzt 24 Stunden und wie war das? Ja, jedenfalls ist mir die Energie stark zu Kopf gestiegen. Ich bin runtergekommen, mir war dann schon, obwohl man eigentlich nur sehr still und flach dort gelegen hat, waagerecht, war mir leicht schwindelig danach, als ich wieder runterkam. Ja. War interessant auf jeden Fall. Und dann habe ich mich ja noch hingesetzt, Kappe ab, Schuhe aus, mich mit dem Vortex verbunden und gegenüber mit dem Casino Rock, mit der weiblichen Energie, mit dem Vortex auch, habe ich mich jetzt mental energetisch verbunden und ja, beides ein wenig harmonisieren lassen. Es war irgendwie schön, diese Kombination zu spüren irgendwie. Ah ja, dann würde ich sagen, Leute, bis morgen. Hasta mañana.